Heute aber was ganz anderes und ich glaube, dieses Auto wird euch komplett umhauen. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von uns. Heute haben wir dieses wunderschöne Kfz bei uns, den Audi R8 GT Street von MTM. Ich glaube, das müssen wir erstmal ganz kurz wirken lassen, denn dieses Auto ist ganz und gar nicht mehr normal. Ich würde sagen, ich zeige euch einmal das Auto von außen wie von innen und auch was er unter der hinteren Haube hat. Starten wir gleich direkt einmal von vorn. Der komplette R8 hat ein GT4 Bodykit bekommen, was eingetragen ist. Also das Auto ist, so wie es jetzt da steht, komplett legal. Zum GT4 Bodykit gehört einmal, wie ihr hier sehen könnt, das Schwert, was genauso breit ist wie meine Handfläche. Und diese kleinen, unscheinbaren Flaps. Was sich jetzt noch geändert hat, sind einmal hier die Lufteinlässe. Ich finde, steht ihm richtig gut und das ganze Bodykit lässt das Auto halt auch einfach nochmal von vorne schön breit, massiv und aggressiv wirken. Auch mit den Lufteinlässen, was sie ihm hier auf der Motorhaube verpasst haben. Gerade mit den Akzenten hier, mit den orangenen Streifen, die sich jetzt hier an der Kontur langziehen. Schaut einfach der Leistung entsprechend aus. Dann haben wir hier die FIR-Felgen von BBS. Ein wunderschönes Rad. Optisch passt es auch perfekt zum Design vom Auto. Eigentlich das komplette Konzept von dem Auto gefällt mir ziemlich gut. Keramikbremsen haben wir hier auch noch. Und ich hatte vorhin mal geschaut, weil ich wissen wollte, was die ungefähr wiegen. Ich weiß jetzt bloß leider nicht, welche Maße die haben. Die sind auf jeden Fall 20 Zoll, aber ich weiß nicht, welche Breite die haben. In 9,5 x 20 für einen GT3 wiegen sie 7,9 Kilo. Also ich denke jetzt, die Felgen werden sich wahrscheinlich auch so um die 7, 8 Kilo bewegen. Dann haben wir hier den Michelin Pilot Sport Cup 2. Sehr guter Reifen, fahre ich auf meinem E46 M3 auch. Bin mega zufrieden mit dem Reifen. Kommen wir einmal zu dem Heck. Schaut euch das mal bitte an, wie breit das Auto von hinten ist. Also das ist mal ein Arsch, der schaut brutalst aus. Wir haben hier einmal den GT4 Heckflügel. Schöner großer Flügel, der nochmal extra für Abtrieb sorgt. Mit den Schwanenhälsen, also der Spoiler wird von oben gehalten. Jetzt können wir ja uns auch einmal die Abgasanlage anschauen. Original hat der R8 ja seine Abgasanlage hier unten sitzen, seht ihr ja auch noch die Aussparung. Jetzt wurde die Abgasanlage von MTM einmal nach oben verlegt. Könnt ihr auch mal herkommen und euch das anschauen. Und er hat auch noch diesen Diffuser bekommen. Sieht nochmal nach Motorsport aus, finde ich. Fügt sich optisch gut ein. Kommen wir zum Herzstück vom R8. Hier ist er, der gute V10 5,2 Liter. Original ist das ja ein R8 Plus, der hat 610 PS. Der hat aber keine 610 PS mehr. Der hat 822 PS, denn der hat noch einen Kompressor drauf. Soll ich gleich mal aufmachen, dass ihr euch den mal anschauen könnt? So, hier ist ja der Knopf. Perfekt. So können wir uns mal schön anschauen. Dann seht ihr da den Kompressor und da könnt ihr auch gut nochmal sehen, hier hinten hat dann MTM gerade von der Spritzwand dann noch ein bisschen rausgetrennt, damit der Riemen vom Kompressor da gut Platz hat. Denn ihr seht auch hier, der V10 nimmt wirklich schon viel Platz ein, was ich auch cool finde. Hier seht ihr ja, da steht direkt Supercharged.
Und wenn du in den Rückspiegel guckst, kannst du es wiederum richtig rumlesen. Und guckst halt immer in den Rückspiegel, siehst deinen Supercharged und deinen tollen Heckflügel noch. Was habe ich noch vergessen euch zu zeigen, genau hier. Die Lufteinlässe sind natürlich jetzt nochmal größer geworden durch das GT4-Kit. Und ich möchte euch sehr gerne mal den Innenraum zeigen. Den zeige ich euch aber von der Fahrerseite. Das erste, was einem hier natürlich ins Auge springt, sind diese ultra schönen Recaro Podiumsitze. Der ist wunderschön, passt auch optisch wieder perfekt zum Auto. Alles richtig gemacht. Genau diesen Sitz hätte ich für das Auto auch gewählt. Dann passend noch mit dem KW Clubsport. Ich finde den Sitz auch super bequem. Ich bin ja 1,5 Stunden bisher hergefahren und kann mich echt nicht beschweren. Ich bin auch jetzt schmal und nicht so groß. Und jetzt könnt ihr mal meine Sitzeinstellung sehen. Also ich glaube, hinter mir könnte auch noch jemand sitzen. Sieht bestimmt immer lustig aus, wenn dann mal hier einer vorbeifährt. Die denken dann wahrscheinlich, es fährt ein Kindergartenkind. Aber auch optisch muss ich sagen, Audi hier drinnen im Cockpit, schaut euch das mal bitte an, die Verarbeitung vom Armaturenbrett, von der Mittelkonsole, alles absolut top stimmig mit dem Carbon, was so ein bisschen matt gehalten ist, auch echt schön. Von der Seite. Auch das abgeflachte Lenkrad liegt einfach schön griffig in der Hand. Wir können auch gerne dann mal fahren, weil ich glaube, das interessiert wahrscheinlich die meisten Leute. Wie hört er sich an, wie fährt er sich? Und das können wir direkt eigentlich mal machen. Auf geht's. So, wir werden ihn jetzt auf jeden Fall vorher warm fahren und dann gebe ich euch mal eine Hörprobe, wie sich der R8 anhört, wenn er unter Last ist. Auto ist jetzt auf Temperatur. Wir werden jetzt mal auf die Autobahn auffahren und was ich auch cool finde, jetzt hörst du ja vom Auto nicht viel, also du kannst das Auto schön leise fahren. Wir sind jetzt ganz normal im D, Klappen sind zu, ist ein angenehmes Fahren. Ich fahre am liebsten in Sport, natürlich manuell selber schalten. Und was mir gestern auch schon aufgefallen ist, im Auto, das Auto ist wirklich in so gut gedämmt, du hörst hier drin nicht viel. Die Jungs, die hinter mir gefahren sind, die haben mir gestern gesagt, das Auto ist schon ordentlich laut. Und ich habe gesagt, ja, hier innen hörst du jetzt, kriegst du nicht so viel mit. Aber von außen hört es sich schon geil an. Gerade wenn du jetzt vom Gas mal runter gehst und er so nachblubbert, ist schon geil. Aber das ist natürlich noch nicht das Beste vom Auto. Das Allerbeste ist einfach die Beschleunigung, wie der dich einfach in den Sitz reindrückt. Das muss man mal erlebt haben, wenn das Auto losschießt. Das ist krank. Ist wie Achterbahn selber fahren. Ich finde diesen Klang vom V10 unter Last, das ist einfach göttlich. Werdet ihr gleich hören. Bin gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Ich glaube, von außen hört sich das natürlich dann nochmal viel krasser an. Dieser Sound von dem V10, das ist einfach dieses Rennstreckenfeeling, was du dann hier im Auto hast. V10 Sauger mit Kompressor. Das Ding schiebt dich komplett in eine andere Atmosphäre. Das ist so krank, das Gefühl. Das Auto ist so schnell, aber es zaubert dir einfach ein Lächeln ins Gesicht. Wir haben gestern auch den M5 mal neben den R8 gestellt und mal eine Soundprobe gemacht. Die kann ich euch ja auch mal einfügen.
Leuten vorbeifährst, entweder kriegst du immer einen Daumen oder lass mal was hören. Es dreht sich einfach jeder um. Das Auto ist auch wirklich optisch, das fällt sofort auf. So, jetzt beschleunigen wir mal. Wie das Auto schiebt und schiebt und schiebt und schiebt. Krass. Unglaublich, ey. Was das Auto hier an Leistung macht, das ist absoluter Wahnsinn. Das ist einfach, das ist krank. Mehr kann man dazu nicht sagen. Und dann noch der Klang von dem V10 dazu. Also wer da nicht schwach wird, vor allen Dingen schaut euch mal bitte an, ich bin jetzt im 7. Gang, wie trotzdem das Ansprechverhalten ist. Ey, das Auto macht so Bock. V10 Kompressor ist wirklich, das muss man einfach mal gefahren sein. Sowas darf eigentlich gar nicht verschwinden. Schöner V10 Sauger ohne OPF, du hörst noch was, du hast was vom Klang. Das Gefühl, dieses Auto zu fahren, das ist unbeschreiblich, das kann man einfach nicht beschreiben. Jetzt Tunnel. Das Beste sind einfach die Tunnel. Das wird auch, glaube ich, immer so bleiben. Wir fahren jetzt wieder in die Werkstatt und dann sehen wir uns gleich nochmal, wenn wir angekommen sind. Wieder in der Firma angekommen. Da steht das Biest. Was soll man noch dazu sagen? Also wirklich, das komplette Konzept von diesem Auto ist einfach genial. Fahrtechnisch mega. Das Auto, die Leistung brutal. Was anderes kann man dazu nicht sagen. MTM, ihr habt da ein richtiges Biest auf die Straße gebracht. Ich bin verliebt. Der R8 hat es mir richtig angetan. Optisch wie leistungstechnisch. Ich bin begeistert von diesem Fahrzeug. Ich werde den jetzt am Montag dann wieder MTM übergeben. Tut mir jetzt schon ein bisschen im Herzen weh. Ich werde ihn vermissen, denn den hätte ich gerne auch mal auf einer Strecke bewegt, wo du ihn wirklich mal richtig geben kannst und auch mal Zeit messen kannst. Das kannst du ja hier leider auf den Straßen nicht. Vielen lieben Dank, geht hier nochmal raus an MTM. Und falls ihr noch irgendwelche Fragen habt zum Auto, könnt ihr das gerne in die Kommentare stellen oder ich verlinke euch auch nochmal die Homepage und alles von MTM unten in der Infobox. Dann würde ich sagen, habt noch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns später nochmal und lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut!